Hallo und willkommen zurück zu Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Okay, ich würde fast behaupten, wir haben jetzt wirklich alles eingesammelt. Ja, lösen Sie den... Haben wir wirklich alles, deswegen muss ich mir jetzt... Uah, da fällt mein Mikrofon gerade mir entgegen. Verdammt. So. Tut mir leid, wenn es gerade in euren Ohren etwas geknallt hat oder so. Ich wollte mir jetzt gerade nochmal so ein, zwei Dinge angucken, um einfach zu schauen, dass ich auch den richtigen verknacke. Wo ist denn dieser komische Mexikaner? Genau, Mexikaner. Der recht teure Zigarettenmarke, die er raucht in seinen Kleidern nach zu urteilen, ist der Mexikaner ein wohlhabender Mann. Ein starker Tagerung gibt ihm seine strenge Atem deutet darauf hin, dass er zumindest in den letzten Tagen sehr viel geraucht hat. Seine Handrücken sind gerötet und voller Schwielen, was typisch ist für jemanden, der seit langem Kampfsport betreibt. Okay. Ach so. Dialoge. Ah, das ist der... Ich habe schon den Mexikaner hier. Sherlock Chile, aber sie sind doch Mexikaner. Nein, sie irren sich durch ihre Zigarren. Sie, wenn schon. Zigaretten der Marke Ricardo aus Mexiko ist so gut wie unmöglich, die irgendwo anders zu finden. Das geht sie nichts an. Ich denke mal, sie sind nicht auf Urlaubsreise. Was genau führt sie hierher? Gestern hätten ankommen sollen, sie waren in dem verdammten Zug. Ja, warten, ich hoffe, dass die Beamten sie finden oder wenigstens ihre Leichen. Es liegt jetzt in der Verantwortung, sie wieder in den Heimat zu überführen. Wer hat Ihnen die Befugnis dafür erteilt? Die Firma, für die ich arbeite. Den Namen der Firma warten, das geht sie kümmern. Wie lautet Ihr Name? Keine Fragen mehr. Buenos Tardes. Okay. Was haben wir denn noch so für... Ah. Altes... Was haben wir jetzt hier Neues dazugekriegt? Gleis zum Steinbruch. Jemand hat die Schienen geschoren, um vorübergehend das Fähnenstück zum überfluteten Breisprung. Die Schienen geschoren, um vorübergehend das Fähnenstück in die Mine zu ersetzen. Mexikaner Zug verschüttet. Mexikaner Zug verschüttet. Es war sorgfältig geplanter Mord. Die Mexikaner töteten die Chilenen und brachten die Mine mit dem Zug darin zum Einsturz, damit keine Spuren von ihrer Tat zurückbleiben. Blinde Justiz. Das Verbrechen der Mexikaner an den Schienen hat viele Leben gekostet. Kontaktieren Sie das Staat, damit die Polizei laut und schnell ihre Arbeit machen kann, selbst wenn es zu einem internationalen Konflikt kommt. Solch eine kriminelle Organisation greift man nicht frontal an, sondern mit Fingerspitzengefühl. Lassen Sie Mycroft das Problem lösen, auch wenn er dafür längere Zeit benötigen und es für seine Zwecke ausnutzen dürfte. Ach so. Robinsons Motiv. Kein Groll. Aha, Unfall. Robinson ist ein Betrüger. Robinson ist ein Betrüger. Mr. Robinson ist ein Betrüger. Mit seinem Komplizen sorgte er dafür, dass der Zug und der Prototyp von den einschützenden Minen verschüttet wurde. Mit mehreren Kaufverträgen und der Versicherung wollte er so ein Vermögen machen. Was hätte ich denn noch? Könnte gesunken sein. Zug versteckt, Sabotage. Gleis zum Steinbruch. Passierte Chesterfield.
Aha. Der Zug wurde in überfluteten Steinbruch versenkt. Und dann? Mexikaner Zugfeld. Ach so, das wäre noch eine Möglichkeit. Könnte gesunken sein, kann nicht gesunken sein. Gleis zu den Minen. Ach so, das geht gar nicht. Kam nie in Donchester an. Ich weiß es nicht. Gleis zum Steinbruch? Nee, ich glaube schon, dass es in... Ich glaube echt, dass es in den Minen ist. Kam nie in Chesterfield an. Unfall. Kein Groll. Sabotage. Zug versteckt. Scheiße. Oh Mann, ich weiß nicht. Robinson kommt mir nahe, dass der versucht hat zu betrügen. Aber andererseits... ich kann auch verstehen, wenn die Mexikaner wütend auf Chile wäre. Aber sowas... ich weiß nicht. Dass sie wirklich versucht haben, die umzubringen. Ich nehme jetzt Robinson als Betrüger. Doch. Also ich entscheide mich jetzt einfach dafür. Sache der Politik. Thomas ist ein arglistiger Mann, der für seinen Vorteil selbst vor Mord nicht zurückschreckt. Kontaktieren Sie Lestrade, damit die Polizei laut in ihre Arbeit machen kann, bevor er erneut zuschlägt. Thomas ist ein Betrüger, aber auch ein einflussreicher Mann. Eine direkte Konfrontation ist nicht ratsam. Microsoft politischer Lösungsweg wäre hier vorzusehen, selbst wenn es das auf Kosten der Gerechtigkeit geht. Ne, wir nehmen blinde Justiz. Moralische Entscheidung bestätigen, ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Im Notfall kann ich ja auch nochmal das Ende mit den Mexikanern nehmen. So ist es nicht. Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen zu blöd für sowas. Aber, ich weiß nicht. Fortfahren. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Werden wir gleich sehen. Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble. But it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. Our other option is the local constabulary, and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. All the same, I think that I prefer the forces methods. It would be better to resolve the case quickly and efficiently, without any talk of politics. Let us go home, then.
I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Nothing. I only want to stop our dear Mr. Robinson before he realizes we have cornered him. Let us go. Na dann, hau mal rein. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt falsche Lösungen bei dem Spiel? Also falsche Lösungswege oder egal wie man sich entscheidet, ist es immer richtig? Weiß ich nicht. Weil das letzte Mal, es war ja auch beim letzten Fall so, egal wie ich mich entschieden habe, es war ja nicht unbedingt falsch. Ich bin schon auf den nächsten gespannt. Aber das mit dem Zug war jetzt irgendwie nicht so cool. Der Mord war irgendwie witziger. Oder spannender. Mr. Robinson, we must ask you to remain here until the police arrive. The police? But why? You are one of the suspects in our case of the vanished train, which, by the way, involves the death of all its passengers. What? Is this a joke? I can assure you that it is not. This is outrageous. You don't know who you're dealing with. I am an influential man, and you shall regret this. We know perfectly well who you are. We also know where the train is. The police shall be happy to find it. And as for your exclusive sales contracts... Halten und Entscheidung zu überprüfen. Oh, Schlussfolgerung. Robinson ist ein Betrüger. Das ist falsch. Dann nehme ich ein anderes ändern natürlich. Ja. Dann nehme ich den Mexikaner. Ich hätte mich doch nicht von dem Mexikaner ablenken lassen sollen. Es gibt also doch falsche Entscheidungen. Ne? Ich meine, okay, ist eigentlich echt naheliegend. Gut, dann... ja. Nein, Robinson ist ein Opfer. Die Mexikaner haben einen Groll. Dass die Ziele an Bord gelassen haben. Zug versteckt, verschwand früher. Zug verschüttet. Zug verschüttet, verschwand früher. Kann nicht gesunken sein. Ach so. Gleis zu den Minen. Gleis zum Steinbruch. Was? Kann nicht... Ach so. Ja, und jetzt? Mexikaner Zufall. Es ist also egal. Aber vielleicht ist es schon allein, dass ich es nicht als logisch ansehe mit dem Zug. Vielleicht ist es doch... Gut, nehmen wir den versenkten Zug. Der Verbrecher Mexikaner, Sache der Politik. Lassen Sie Maikov das Problem lösen. Ja, für einen Zwecke ausnutzen. Das für seine Zwecke. Ja, das ist okay so. Nehmen wir diesmal dieses Ende. Mal gucken, ob das jetzt richtig ist.
Weil ansonsten kann das ja nur noch in der Mine sein, oder? Der Zug. Wenn er nicht versunken ist, dann muss er in der Mine sein. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob das jetzt richtig ist. Na? Then the case is solved, Holmes. What do you intend to do? Well, I shall require assistance for the arrests. There were accomplices. Ah, but I know that look. You have your own ideas. What are they, Holmes? On the one hand, we have the local constabulary and advice from our friend Lestrade. The problem we have there is that the authorities seem to be incapable of acting quietly. They rely on brute force. It could result in an international scandal. Our other option is Brother Mycroft and his tedious political games. He will locate the guilty parties without any trouble, but it will be a long and drawn-out process, and possibly with some compromise that will be to Mycroft's benefit. But I think I'd prefer to give Mycroft a chance. We should overlook our personal differences on this occasion. Let us go home, then. I'd like to begin writing a draft of this story. I did not say that we had finished here yet. Well, all right. What did I miss? Watson, we know that the Barkazas Company directors were drowned in the flooded quarry, along with the train and Robinson's prototype. But we still need to corner the guilty party. But how do you intend to prove... Oh, no. Please don't tell me we have to dive into the lake. You may rest assured that I have a far better idea. We have only to use our corrupt Doncaster station master as bait. He will unwittingly trap our Mexican friend. Of course, you already had a plan. I shall follow you, Holmes. Ich finde das mit dem in den See tauchen viel cooler. Aber jetzt ergibt auch das Vorhergeprabbel mit den Komplizen und so wesentlich mehr Sinn. Weil ich glaube schon, dass der Mexikaner Komplizen hatte. The case is solved and we shall be heading home. May we have 2 tickets to London, please? Right away. Wait a minute. You've solved the case? In a manner of speaking. Can you believe that the rescue service miraculously saved one of the Chileans who were on board the train? The police have ordered his immediate escort to London on the next train. He pulled through, then? He's alive? Yes, by extreme good fortune. His condition is quite serious, and the method of transportation has its risk, but he will be held securely by the doctor and police officers. The gentleman carries some vital information on this case. I am sure of it. Ah, really? Your station will be famous, Mr. Duff. The journalists will be here before you know it. Goodbye, sir. Goodbye, gentlemen. Was ist mit dem nicht in Ordnung? Gentlemen, you are under arrest. Caramba! You traitor! You double-crossed me! Oh, scheiße. Nicht cool, aber es scheint schon mal richtiger zu sein als das mit dem Robinson. Oh, das war falsch. Ich hätte auf die Hand schießen sollen, statt auf den Kopf. Verdammt! Kacke, scheiße, nein! Oh, Mann! Holmes, I had to do it. It is all right, Watson. He got what he deserved. Oh my God! I thought I was a dead man. You shouldn't be so glad about it. You'll be up before the judge. Your testimony will be of great importance to the investigation. I would remind you that your cooperation will be the best way to ease your sentence.
After I returned from Afghanistan, I vowed never to take another human life. Watson, you did in fact save a life. You should focus on that. Now come, there is still much to do. Okay, cool. Mexikaner, Zug versenkt. Das war auf jeden Fall schon mal richtig. Gut, dann nehme ich das. Ja. Persönliche Einstufung. Nachsichtig. Fallstatistik. Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 64%. Spieler mit derselben Lösung für den Fall 66%. Ah, okay. Also haben wir uns wieder, oder ich zumindest habe mich wieder der Mehrheit angeschlossen. Oh, das Blutbad. Der neue Fall. Ich bin gespannt. Wie lange nehme ich den jetzt schon auf? Ah, ich muss auch gucken, dass ich so langsam den Part beende. Aber ich mache trotzdem noch hier so ein bisschen den Anfang vom Fall, um zu gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Mich würde noch interessieren, wie viele Fälle das insgesamt eigentlich sind. Das ist ja jetzt der dritte, ne? Ja, der dritte Fall. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Alte Angewohnheit? Um was geht's? The pupil is dilated. Der hat doch keine Drogen genommen, oder? Was kann ich denn jetzt mir noch so angucken? Die Pupillen? Ah, die The Stirn. temperature appears to be normal. I need to concentrate and count the heartbeats. Okay. I need to concentrate and count the heartbeats. Okay. I need to concentrate Hä? and Was? count the Ja, was denn? Wie funktioniert das denn? Ach so, okay. A weak pulse, around 50 beats per minute. Was hat der denn gemacht? Na? But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. Here, drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Eieiei. Ah, Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in 2 young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said, And they were tied together. you are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic. Isn't that the largest steamer ever built?
Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Oh, der Ärmste. Kriegt fast einen Herzinfarkt. Und wird dann wieder herumgescheut von Watson. Eine Dampfreise, wir sind in der Zügen für eine Wohnung. Ja, okay, cool. Das war unser Fall. Das war der erste. Ja, klar. Ach so, das Rätsel auf den Gleisen. Treffen Sie sich mit Lestrade in den Thermen von Strand Lane. Gut, dann fahren wir da jetzt noch schnell hin. Und dann muss ich auch schon Schluss machen. Oder, ich mache jetzt, solange das lädt, mache Schluss und dann nehme ich direkt den nächsten Part hinten dran auf. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen bei euch. Und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder und beim neuen Fall natürlich. Macht's gut. Tschüssi.